Hallo, ich bin der Dieter und das ist mein Boulderturm-Projekt. Wir bauen unseren alten Spielturm, den Winnetou Gigaturm, in einen Boulderturm um. Für 10 Jahre diente er den Kindern als Spielplattform zum Verstecken, zum Ballspielen oder gar zum Hausaufgaben machen. Jetzt wird es Zeit, ihn altersgerecht umzubauen. Ich hatte schon im ersten Corona-Lockdown den Wunsch, eine Boulderwand oder einen Boulderpilz im Garten aufzustellen. Doch die kommerziellen Produkte sind alle viel zu groß für unseren Handtuchgarten. Das größte Problem ist dabei der Fallbereich. Ein Zufall brachte mich auf die Idee, unseren Spielturm umzubauen. Die Kletterpaneele von Artrock passen perfekt in den Innenbereich des Spielturms. 3 in Reihe ergeben das Innenmaß von 1,80 m. Und im Turm zu bouldern erfordert weniger Fallraum im Außenbereich, als am Turm hochzuklettern. Also schnell den Turm abgebaut. Ich bin kein Holzfachmann. Auch wenn 3 der 4 Balken nach 10 Jahren noch ganz gut aussahen, habe ich die tragende Konstruktion komplett ersetzt, den Fallschutz erneuert und lediglich die Platten für das Geländer wiederverwendet. Mit dem Hochdruckreiniger sehen die fast wie neu aus und das Reinigen macht natürlich voll Spaß. Zum Aufstellen der Pfosten haben wir 2 Pfosten mit dem Geländer versehen. Im Gegensatz zur ursprünglichen Anleitung des Spielturms wird das Geländer direkt auf 2 sogenannte Systembalken angeschraubt. Auch die Systembalken habe ich ersetzt. Insgesamt 8 Stück, sodass auf jeder Seite ein Geländer montiert werden kann. Allerdings lasse ich eine Seite offen, da ich den Turm vielleicht noch erweitern möchte und es den Einstieg erleichtert. Wahrscheinlich hätte ich hier von den alten Balken auch noch einige verwenden können. Im Garten ist nicht genug Platz, um nach der Winnetou-Anleitung vorzugehen und den Turm erst liegend im Rohgerüst aufzubauen. Darum haben wir erst 2 Balken mit Geländer in die bestehenden Pfostenträger gesetzt und danach je einen Balken mit Systembalken angesetzt, bis wir alle 4 aufgestellt hatten. Das Geländer haben wir dann vor Ort montiert. Das Dach habe ich testweise erst einmal im Zimmer zurechtgelegt und dann entsprechend zugeschnitten, um es später an den Pfosten verschrauben zu können. Mein Sohn hat fleißig mitgeschraubt, aber das Aufsetzen der Dachbalken habe ich allein vorgenommen und auf das Dach durfte mein Sohn natürlich auch nicht. Mit einer Sicherung haben sich die 12 Kilogramm schweren Balken aber gut alleine auflegen lassen. Die beiden inneren Dachbalken liegen auf einem Querträger. Alle Balken sind aus Lärche oder Douglas-C und weisen eine Stärke von 90 x 90 mm auf. Insgesamt war der Turm an einem halben Tag mit Geländer aufgestellt. Ein weiterer Nachmittag war für das Montieren der Dachbalken notwendig. Auch wenn der Turm selbst schnell erstellt war, viel Arbeit war im Vorfeld notwendig. Alle Balken sind grundiert, die Außenpfosten zweifach und im Anschluss 2 bzw. 3-mal lassiert. Ein Vergleich mit dem Modell zeigt, der Turm nimmt schon stark Gestalt an. Das Dach selbst besteht aus 10 24 mm starken Terrassendielen. Hier habe ich etwas gespart und nicht durchgehend gedeckt, denn es kommt noch ein verzinktes Wellblech obendrauf. Und es reicht für die Schneelast aus. Und seitlich kommt noch ein Regenschutz für die Balken dazu. Auch wenn der Boden unter dem Turm mit Kies, Rindenmulch und Fallschutzmatten ausgestattet ist, für das Bouldern sind natürlich Crashpads erforderlich. Wir kommen mit 2 großen Pads aus, ein extra dickes, 1,40 langes, was gut zwischen die Pfosten gelegt werden kann, und ein 2 Meter langes, das den Innenbereich gut abdeckt. Die Kinder dürfen natürlich nicht alleine bouldern, denn es muss gespottet werden. Letztendlich besteht doch die Gefahr, dass sie gegen einen Pfosten fallen. Gleichzeitig schützt das Geländer aber sehr gut, nicht aus dem Turmbereich herauszufallen. Aber ohnehin macht Bouldern in der Gruppe mehr Spaß und das Bouldern im Turm erinnert mehr an das Bouldern am Fels, wo das Gelände auch nicht immer optimal ist. So, gerade rechtzeitig war das Dach fertig geworden, denn dann fing es tatsächlich zu schneien an. Jetzt fehlen nur noch die Träger für die Wandmodule. Die Mittelträger sind 70 x 70 und die beiden äußeren 45 x 70. Die Träger sind mit Edelstahlschrauben oben und unten fixiert und zusätzlich mit den Paneelen oben mit extra langen Schrauben mit dem Dachbalken verschraubt. Auch die Kletterpaneele sind grundiert und mehrfach lassiert.
und können jetzt endlich montiert werden. Wir haben die Schrauben vorab in die Paneele geschraubt, sodass sie sich einfach am Balken anziehen lassen. Gute Henkel sorgen für eine einfache Führung der Paneele. Wir können es kaum erwarten, die ersten Boulder zu schrauben und haben, zugegeben, zwischendurch gerne an den Henkeln abgehangen. So, dunkelblau sind die tollen Big Daddy von Skyroof, lila die Impression von Skyroof und orange aus der genialen Alpenverein-Serie von Artrock. Bleibt gesund, ich boulder noch eine Weile und bis zum nächsten Mal. Servus.